Wie süß unser Sabbatlock in Klang durch Berg und Tal dahin. Dann sieht man die Christenheit zur Kirche freudig ziehen. Wir gehen zum Hause Gottes in und wollen Jesu Lob mit an den Locken hören. Dort hört man Evangelium, was Gott für uns getan. Man sagt so des Erlösers Ruhm, dass er nur helfen kann. Wir gehen zum Hause Gottes in und wollen Jesu Lob mit an den Locken hören. Wie lieblich ist in Gottes Haus ein Vorschmack jener Welt. Dort geht man immer mehr hinaus im himmlischen Gestalt. Wir gehen zum Hause Gottes hin und wollen Jesu Lob mit an den Locken hören. Our Father's wondrous works we see in the earth and sea and sky. He rules o'er all in majesty from his royal throne on high. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Reigning now above on his throne of love. What a mighty God we serve! The raging winds and waves are calm when he says to them, be still. The heavens praise him in a song, and the angels do his will. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Reigning now above on his throne of love. What a mighty God we serve! He maketh worlds by his command, waves the mountains great and high. He meets the waters in his hand, spans the lofty starlight sky. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Reigning now above on his throne of love. What a mighty God we
to save from sin's control, gave his son a sacrifice. His grace abounding in the soul makes the earth a paradise. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Reigning now above on his throne of love. What a mighty God we serve. Good morning. Iedereen welkom met te horen van Deus Morris in ons Gottesdienst. 1. Korinther 1, Vers 3, denke ich, als es sagt Paulus, mag Gnade und Friede von Gott unseren Vater und den Herrn Jesus Christus mit uns sein. Das ist mein Wunsch von Deus Morris, dass Gottes Gnade, sein Friede, wird in unser Harte regieren und mit in jedem einen von uns sein. Wir hören da Gesang von What a mighty God we serve, und dass er regiert dort vom Himmel. Wahrscheinlich, den allmächtigen Gott, was wir im Himmel haben, was er regieren dort von der noch. Und er ist da, er lebt, er ist ein lebender Gott, er ist ein allmächtiger Gott, und er ist ein Radar, und scheinlich dort im Himmel. Wahrscheinlich, das Tovertrüge zu haben von der. Wir singen noch ein deutsches Lied hier von Wie süß tönt Sabbatglocken klang. Und wir singen von wir gehen zum Hause. Von der hier, so sind wenig, was hier in das Gebiet sind. Und aber, das stimmt doch noch, dass wir gehen zum Hause, ne? Weil, wir gehen vielleicht, die von Jünd, wo der Tüß mithorchen tun, die sind vielleicht in andere Stufen angegangen, vielleicht in eine Gaststufen angegangen, oder eine Essstufen angegangen, wo immer je da noch horchen tun oder das Gottesdienst. Die sind nicht gerade in das Kirchengebiet gegangen, das wie gewöhnlich Hand, meistens nu, aber das ist nur anders. Aber in unsere Gedanken, in uns Sein, in uns Gemüt, gehen wir noch einmal nach der Kirche. Wir gehen noch einmal nach der Kirche. Wir gehen nach Gott sein Wort. Wir gehen noch in uns Sein, in uns Hort. Wir gehen nach der Kirche. Wir gehen nach Gott sein Wort. Wir gehen nach Gesang. Wir gehen, wir sind auf dem Weg. Wir gehen zum Hause. Erstens zum Hause Gottes, nach Gott sein Haus. Und wir gehen aber auch wieder aus da. Nicht? Wir sind auf dem Weg im Himmel auch. Wir gehen den schmalen Lebensweg aus Jesus seinen Notfall aus Christus. Wir haben von der war ein schöner, wundervoller Tag, was wir erleben tun, wo Gott uns Leben gegeben hat, ein Tag mehr. Es ist ein wundervoller Tag. Hier in unserer Gegend hier, wir haben das hier schön Nord, und wir haben feine Sonnenschein von der, dort die Natur ist so frisch und schön und kann so fein wachsen. Das ist ein wundervoller Tag. Wir wissen, dass wir das letzte Werk in unserer Gegend hier ein bisschen Arbeit gehabt, und das hat hier und da some im Bett betroffen, wobei ich glaube nicht sehr hart, weil wir Gott danken dafür, dass nicht mehr passiert ist. Und aber wir haben dann die Gelegenheit, für so eine zu beten, wo das auf einmal schwander ist, mehr verdorben ist von der Natur oder Häuser oder was immer da ist. Weil wir können so eine Denke durchwehen und auch beten für so. Mit den Gedanken von der, ja, das Tag, Gott hat uns den gegeben. Wo hat ich das Tag von der angefangen? Ich hoffe, die hat der Tag angefangen. Ich weiß nicht, wer von Jünd auf einmal noch
wird am Bad sein. Aber ich denke, der Tag hat angefangen. Und wo hat der angefangen? Habe ich von der aus morgens an gedacht, an mit Gott Gemeinschaft hat? Habe ich an gedacht, an zu anbeten, zu Gott beten, zu Jesus beten? Habe ich an gedacht, an am Danken, für das ich von der leben darf, für das mein Leben geben hat? Habe ich an gedacht, an Gott danke für die Familie, wo ich darf bijna sein, ein Part von der Familie, wo ich kann sein? En voor de familie wat ik heb ik God gedankt dafür. Heb ik God gedankt voor jeder kind wat ik heb. Wenn du Kinder hast du gedankt dafür. Oder Geschwister, wat du hast du God gedankt dafür. Eltern, so wieder. Sie heb ik van jou gedankt dafür, voor wat God voor mij deed. Heb ik gedankt voor deze dag van genade, wat we van jou waren hand. Een dag van genade und es für mich und für die und aber auch für die, die noch nicht Jesus am Hort hat. Habe ich gedankt, dass Gott von der noch ein Gnadentag, ja, für die, die er nicht angenommen hat, noch ein Tag von Gnade sein, als du den Hort, deine Seele oder den Hort nicht waschen am übergeben, am akzeptieren als den Savior. Da habe ich gedankt für das Tag von Gnade, für so eine Person, die ich weiß, was da struggle tun in ihr Jesus Leben. Sie bekennen Christus zu sein, sie bekennen Jesus hat angenommen, aber es scheint so, sie finden sich irgendwie nicht trag im Leben auf einmal. Habe ich Gott gedankt für das Tag von Gnade, für so eine Person als dort. Das können nur sein, Loved Ones sein und so weiter. Habe ich Gott gedankt für das Tag von Gnade. 1. Thessalonicher 4, Vers 18 sagt, sieht an alle Lagen dankbar, wird Gott dort an Christus Jesus von uns verlangt. Der Vers sagt uns, wir sollen an alle Umstände, wo wir sind, sollen wir dankbar sein. Sie echt dankbar von dir. Habe ich Gott gedankt, dass ich krieg in diesen Zeit, von wo die Welt nu ist, und wie weit dort, wo die Umstände sind, ungefähr so, habe ich Gott gedankt, dass er mich krieg in diesen Zeit leben lässt. Krieg in diesen Zeit von der Welt, von den 6000 Jahren, was die Welt gestohlen hat, dass Gott mich krieg in diesen Zeit lässt leben. Habe ich Gott gedankt dafür. In diesen Zeit, wo die Welt in Confusion ist, wo die Welt vertwiebelt ist, dass das Loten tät, oder wenn es viele Menschen sind, fühlt sich so, habe ich Gott gedankt, dass er mich krieg nu leben lässt und für die Sehnungen, was er mich lässt beleben, enjoyen. The message title ist von der Ist Gott in Control? Was ist eine Frau? Ist Gott in Kontrolle? Dat Gott nach einmal regieren, dort im Himmel? Ist er in Control? Fragst du die dort noch manchmal, lauter Tide? Ist Gott in Control? Ist er in Control über diese Welt? Ist er in Control über dein Leben? Wer ist Gott in dein Leben? Ist Gott in Control? Matthäus 24, Vers 35, da sagt Jesus, Himmel und Erde waren vergangen, aber meine Wort waren nicht vergangen. Jesus hat das auch verrückt gesagt, und klar gesagt, und wir finden das ganz durch die Bibel, besonders durch im Neuen Testament, dass diese Welt wird vergangen. Aber Jesus sagt hier, aber meine Wort waren nicht vergangen. Meine Wort waren nicht vergangen. Was sind Gott seine Wort? Was sind Jesus seine Wort? Das ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Jesus seine Wort, Gott seine Wort waren nicht vergangen. Die blieben doch fast. Das haben wir uns auch verloren. Und von der schönen Tag, nicht bloß von der schönen Tag, von Anfang an, wo diese Welt ist gewesen, haben Menschen da nur gesagt, nur Dinge, wo ab zu verloren wir. Adam und Eva können sich auf Gott verloren, die sich auf Gott verloren, was die Sinn dann kommen deit, und dann fallen sich auch Sachen. Wie weit wollen sich da verstärken in den Garten Eden. Sie fallen sich auch Sachen.
Aber Jesus sagt, meine wird worden bleiben. So wir haben da einen Anker, wir haben da eine feste Stadt, wir haben da einen Grund, einen Eckstein, wo wir uns auf verloten können, der wird bleiben. 1. Johannes 2,17. Die Welt verjährt mit ihrer Last, sagt er da, aber wer Gottes Wille der bleibt in Ewigkeit und so wieder, nicht? Aber die Welt verjährt mit ihrer Last. Dort sagt er da ganz klar in 1. John. Die Welt wird vergehen mit ihrer Last. Und ich denke von der Großkreis ein bisschen an das Port von der Last. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Die wird vergehen. Und wie zijn von der Rahmen uns? Du hast eine Last. Das sind Dinge, was diese Welt schuben deed. Das sind Dinge, wat sehr gepusht worden von der Tag. Und das merkt uns manchmal onmakkelijk zu sein, wenn wir sagen, dass die Last von der Welt wird sehr gepusht. Vielleicht sei es so, wie will die Welt in Kontrolle bringen. Wie will die Welt von ihrer Troubles loshalten. Wie will das scheiner machen in dieser Welt. Vielleicht ist dort die Segen ihrer, würde vielleicht sagen, dass wir die Drief. Aber wie Kinder Gottes, wie seien dort, dass die Last von dieser Welt, das schlag, das sinnlich. Was diese Welt sehr schübe det, dort ist sinnlich. Die Last ist sinnlich. Das ist beides. Nur die Bibel nur Gott sein Wort nur, wie finge das klar uit, dort diese Last von dieser Welt ist nicht, was uns Christen soll, wo wir sollen anhängen, wir sollen an Port anhaben. Wo sei wir dann Gott? Ist Gott dann in Kontrolle? Er lässt Dinge zu, Prophezeiungen gehen in Erfüllung, Dinge passieren, was er gesagt hat, was da passieren. Aber ist Gott dann in Kontrolle? Ist er in Kontrolle in mein Leben, in dein Leben? Verlot ich mich auf an, wenn ich an denke, dass die Welt wird vergehen in ihrer Last? Aber das letzte Port von den Falsch, wer über Gott sehen will, der wird bleiben in Ewigkeit, der wird leben in Ewigkeit. Und meine wird worden nicht vergehen. Und Jesus sagt dort, wir waren ein Kind Gottes, seine Kinder, die in ihr Haus holen, die werden einen Tag hier weg sein von dieser Welt. Auch die Welt wird vergehen. Diese Welt wird wie von der sein, verstehen, wie sie wird vergehen. Wir werden dann dort Port nicht wieder hingehen, so wie das, wo das könnte passieren, so wieder. Aber hier ist ein Vers, Psalm 50, Vers 15. En dat is waarheid. Krijg aan van deze tijd waar we leven doen. Dat is van deze helemaal waarheid. Dat zegt, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten, so sollst du mich preisen, so ja, auf Hochdeutsch. Ruf mich an, en wenn du in Trouble bist, en ich will dir raten, sagt Gott. Er will uns raten, wenn wir in Trouble sind. Und so schön es wieder selbst ansehen, dass wir in Trouble sind, dann sind wir auf einmal bereit, Hilfe anzunehmen. Und das wird Jesus, Gott, so schön ankommen. Und so, dann kann er auf einmal mit uns Leben schaffen. Wenn du und ich sein, dass wir sind in Trouble, dann auf einmal sind wir bereit, uns helfen zu lassen, in Trouble raus. It's still valid today. En ik wil gleich nog een vers te lezen in Psalm 46, vers 11, waar hij zei dat. En ik denk besonders aan, in de tijd waar we zijn, veel families hier einer van, die zijn alle thuis, die zijn alle verbunden, die zijn alle taub en zo wieder. En dan past das vers door bij mij past dat den doorbij. Die sagt, ziet stil en zijt aan dat ik God zie. Ik wil mijn gevalken geëerd worden. Ik wil op de eerd onderkenning hebben. En de tijd van waar we nu zijn, wanneer mensen als families daar teruggetrokken worden. Familieproblemen gesolved worden. Mensen boren dat op eenmaal daar de troubles wat ze in een familie hebben, en is dat onmakkelijk. En ze doen er wat met. Ze doen er apart, ze doen er bussen. Families worden daar teruggetrokken. Die rekenen zich op eenmaal meer. Hier sagt er, ziet stil en zijt aan dat ik God zie. Heb je op eenmaal te veel luide dingen rond ons, er te druk in deze wereld, dat we God daar maken met vergeten doen?
En dan zijn de tijd waar we nu bijna zijn. De wereld zit dat aan van de tijd van de, kunnen we zeggen, een slechte tijd in een way. Zo zou je thuis blijven zijn en zo wieder. Maar wanneer God zijn weg daarbij creëert, dan komen er goede dingen uit. Wanneer we loten omschaffen, dan komen er goede dingen uit. Ziet stil en ziet aan dat ik God zie. Ik wil mijn geveld geëerd worden. Ik wil op eer onderkenning hebben. Wanneer we tijd nemen te ontdekken wer God is. En aan Gottes woord. En te beden. Wanneer we Gottes waarde zeggen. We nemen tijd dafür. Wat passiert dan? Dan wordt God mijn geveld geëerd worden. Mensen worden tot zijn rammen ons. Dat we in ons leven, dat er een onderscheid merkt in ons leven. Dat er wat een onderscheid merkt kunnen zijn. En dan zegt God, ik wil op eer onderkenning hebben. Meer en meer mensen worden dat aanzien dat er een God is. En met den gedanken wil ik nog wel ik gaan naar 1 Mose 50, Genesis chapter 50 verse 20. Dat is waar Jozef zijn bruider, waar zij dat te bereden doen. Hier weer dat al waar, wie weet Jozef weer naar Egypten verkauft van zijn bruider. En later wil zich dat ram nemen, dat zijn vader ook zijn bruider naar Egypten traken deed, wenn er weer een hungersnood weer door aan de land en zo wieder. In Egypten, door we eten, door we rechtlich eten, wenn wo Gott geschafft hat, ook durch Jozef en wo ze dat hadden reit gemerkt, wo Egypten, dat land zich had reit gemerkt van de tijd, wo dat niet weer anders geven. En hier, wie weet dat de bruider met de vader Taub, Jacob en zijn zoons, die hadden door van een fijne, schijne tijd, I guess, in Egypten kunnen leven al. Ik weet niet graag, hoeveel jaar. Maar dan op eenmaal weer dat zo weet dat Jacob weer oud in jaren, ja, hij weer hoog in jaren, hij starf. En dan vingen we dat door in den kapitel, dat kapitel 4, wo Jozef zijn bruider angst wordt, nu dat de vader was gestorven weer, nu wird Jozef auf einmal sich rechnen an Erd. Wenn sie fühlen sich noch einmal schuldig und sie wissen sie wieder schuldig, dass sie Jozef mal haben verkauft. Und Jozef, als er dort antwortet, dass seine Brüder schwach haben damit, was der Jozef? Dann hielt er an die dort schwach, dass seine Brüder dort nicht angenommen haben vergebung. Jozef hat ihn vergebt, en dat Jozef zijn Brüder dat nog niet angenommen hadden, dat niet voor te kunnen. Ze hadden vielleicht nog niet rechtschaffene Buße gedaan, ne? Van harte Buße gedaan. Maar daar op eenmaal zegt Jozef, die meinte dat verslag, maar God meint dat vergoud. God bracht er wat goud eruit, wie dit. God meint dat goud. Die meinte dat slag, God meint dat goud. In deze wereld, wie weet, er zijn mensen, die hieren van mensen en die beduren mensen manchmal, als ze werkelijk wat goud im zijn hebben. Maar God, die heeft wat goud im zijn voor ons. En dan willen we door non-checken op zo'n weg, dat hij wat zien willen krijgen. Wanneer ik zeg dat God heeft wat goud im zijn, dat meint niet dat we unbedingt worden rijk kunnen worden financially, nog rijker als we zijn. Dat we worden bloos dat einmal schijn hebben. Ons Charper bloos einmal wat kunnen dat schijn hebben. We zijn gewend airconditioned hier de zomer en de winter heated houses. We hebben dat schijn. We leven gemütlich. Ik rede nu niet van zo'n, maar God zien walen. Dat de Bibel in ervaring gaat. Dat God wordt geëerd wordt. Dat zijn noemen wordt verbreid wordt in deze wereld. Dat hij wordt zien walen wordt passeren in deze wereld. Wenn mensen dat het manchmal verslag meinen, aber du und ich, als Jesus, als Gott sein Kind, wir können da uns op verloren. Dat God meint dat vergoud voor de beste. Zum zijn rekbuur, dat is het goud, dat is het beste. Römer 8, vers 28. And we know that all things work together for good to them that love God,
Kan ik den Vers wirklich begrijpen, blijven van de ocean daar? Kan ik dat vertrouwen hebben in God, dat dit wirklich zo is? Alle dingen, die schaffen ten goede voor die, wat God lief heeft. Maar deze gedanke, wil ik nog gaan naar den kapitel, wat ze maken, de love chapter nanden, 1 Korinther 13. Ik wil dat some Vers, oder vielleicht zou ik den ganzen kapitel even gaan. 1 Korinther 13. Der erste Vers sagt, wanneer ik met mensen in Engelsprachen reden kan en aber nicht lief had, wie ik nur meer als een Bimmel oder eine kleine Schal. Wie kennen Menschen in dieser Welt, die sehr viel reden können? Die haben sehr viel gut zum Reden, die können leicht Menschen überreden, hastig überreden und so weiter. Und hier sagt dort, wie würde vielleicht so denken, mit Engelsprachen, Sprachen sagt mein plottische Bibel hier, kunnen reden. Wie staat aan zover Engel, dat de Engel Gottes, de deine Gott uit dem Himmel, fing wie, dat zijn dienstbare geesten. En wanneer die reden doen, wanneer die vertalen doen, wanneer is die zingen deden to de shepherds, zoals Jezus geboren wordt, glory to God in the highest, dan maar best dat schijnste gezang en de schijnste sprache zijn hier was. En zo, wanneer we zo schijn kunnen reden, als de Engel kennen, en aber nicht live hat, dann sagt das hier, dann ist dort bloß was ladet. Die kleine Schal. Die klingt nicht more really. Das ist die Schal von den Klingen, ne? Die Klinge ist doch nicht more bane. In der zweite Vers. Und wenn ich eine Prophetengruf hat und wisst alle Geheimnisse und hat alle Erkenntnis und hat einen Glauben Beute versaten und aber nicht leibtolig wir, dann wird das mit mir noch nichts. Wenn ich professional wir, professional, nee, wenn ich professional wir und ich had sehr hoog geleerd, ich wist sehr viel. Andere Menschen würden so feilen, dat das Mann ist sehr hoog geleerd, der weet alles. Und der deed sich vielleicht, das van hij alles weet. En das van hij een irgendwas wieder Kenntnis hat. Und dat sagt even, und hat einen Glauben Beute versaten. Aber nicht leibtulich wie, dann wird das mit mir noch nichts. Von was für einer Leibtode redet hier? Von was für einer Leib redet das Kapitel hier? Das redet von Gott seine Leib. Das redet hier von Gott seine Leib. Dat is wat de hoofdpunt is. En als du en ik, we kunnen God zijn leven aan ons hebben. So we kunnen een part hebben van God. En de leven accepten in ons leven wat hij uitschade, dat naar ons en heeft. En dat is God zijn leven. Dat is wanneer ik alles wat ik heb, de arme geef, in mijn scherpe hand geef te verbrennen, en die mensen niet goed weer, dan helpt mij dat niet. Alles de arme geven. We hadden je Geschichte Matthäus 19 van een jonge man, wat onder Jezus kwam deed, en vroeg Jezus wat hij moest hebben, zodat hij kon hemmelrijken komen. En Jezus, die wie hem goud, die kijkt hem liebend aan, en wat hij te hem zeggen deed, go en verkijk alles wat du hast. Dat is nog een beetje meer te de Geschichte, werde je wel nu lezen, maar dan, dat weer de hoofdzaak daarvan, go en verkijk alles wat du hast, en je hebt dat du arm, en dan kom en volg me nu. En dan weer de man treurig, wees dat hij had veel gita. So, wat wil dat helpen? Wanneer ik wil alles aangeven, alles weggeven en zegt je even mijn scherpe hand te verbrennen. En de mensen niet goed weer. Hier redt het al van, wanneer ik een mens niet goed zie met de leven wat God heeft te ons. Wanneer ik niet kon de leven wiederregen. Wanneer ik dat niet kon, ik had het niet. En wo ik den niet kon wiederregen, als wenn ik had het niet. Maar ik kon alle soorten goede dingen doen. Very many good deeds we doen. En we wonen in een land waar er wat ganzen
Menschen sehr polite sind ihremaal. En über an dort gedacht, dort allein wie sagt, bringt uns nicht im Himmel an. Wir moeten Gott zijn Leben erfahren en dat kunnen wir da reden. Vierter Vers. Leib ist geduldig, leib ist freundlich, leib wird nicht ivrig, leib ist nicht eenkoppig und pucht sich nicht. Habe ich das einmal erfahren, dass ein Mensch sehr ivrig wird? Der sagt vielleicht, der redet vielleicht even noch vom Wort Gottes, aber der wird auf einmal sehr ivrig und weil hat du sollst das auch so gleich wie er das. Hast du mal so erfahren? Hier sagt dort, leib ist geduldig, leib ist freundlich, leib wird nicht ivrig. Das ist der Leib Gottes, der wird nicht ivrig. Leib ist nicht eenkoppig und pucht sich nicht. Und wenn ein Mensch ivrig wird, hat das nicht mehr zu tun, dass er mit sich selbst puchen will, oder er sich selbst will, zu wem merken da mag all dort. Nicht eenkoppig, nicht eenseitig, ich kann nicht an mich denken, ich denke an den Nächsten. Fünfter Vers, leib es nicht euer Schreck, es ist nicht nötig. Sie lässt sich nicht verbessern und es ist nicht notdragend. Ganz besonders an dort gedacht wird, dass der Leib das nicht notdragt. Wenn mir wer auf Arach gedaan, ich hol das nicht gegen den. Ich bring das nur Jesus. Ich vergebe den. Dat in dat über seine. Gott ist der, was Sünde vergeben hat. Aber Jesus schafft mir die Kraft. Wenn ich den Leib Christi an mir habe, dann doe ich den dort über sein. Das droht den dort nicht hingeran. Aber wenn irgendwo Lot auf einmal ein bisschen was abkommt, der hat mir einmal ein bisschen gehört und dann Lot auf einmal wo meist was über Deal kommt. Da wird ein bisschen von geredet, ich fühle so, ja, die wird auf einmal was sagen von der Person, was Negatives an sich erreicht und sagen, was die mir laatst getan hat. Ich drohe das immer mehr durch mein Leben. Das macht uns Leben sehr schwer. Hier sagt dort, Gott seine Leib, der das nicht. Wo würde ich du sein, wenn Jesus dort Material deed, was wir am ongedaan, dat hij muss am Kreuz sterben für unsere Sünden. Dat hij wil, dat wir seine Leib. Wenn hij dort uns nu herumdrehen will, durch uns Leben, wo wir bleiben damit? Wir kommen noch nicht an damit. So, wenn Jesus nicht das, unsere Sünden uns herumdrehen, wenn er sich vergeben hat, sie, wenn wir nur Jesus kommen, in Frau und Vergebung, und er vergibt uns da, er gibt uns Frieden im Hart, und er dreht uns dort nicht mehr herum, wie Lord dort den Kreuz Christi, was Gott das geplant hat, was Jesus das geplant hat. Wo will wir dann somebody else wat genoeg drehen, wat wir uns auf Arach gedaan. Das ist der Vers. Leib freut sich nicht zu dort, was Arach ist, sie freut sich aber zu dort, was wahr ist. Das ist, was der Leib Christi tut. Sie freut sich zu der Wahrheit. Gott seine Leib. Und der Leib, wenn wir den Leib in uns haben, freuen wir uns zu der Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Das Wort Gottes. Da sind auch some andere Dinge Wahrheiten in dieser Welt, in das Leben. Aber wir tun das immer spielen mit dem Wort Gottes. Was ist Wahrheit? De zevende vers, Leib verdraagt alles, zij glijft alles, zij hoopt alles, geduldig draagt zij alles. En dan krijgt nog dit gedanken, zij glijft alles. Vandaag in de Welt, waar we leven doen, er wordt zoveel, alles wordt die Geschichte verteld, later tijd. En er zijn video's en stories en messages en you name it. Er wordt plus veel rumgeschickt. En we kunnen nog veel horen, wanneer we online gaan en zo wieder. Het is sehr einfach für uns, veel Geschichten lesen und hier und da even. En die doen het samen gewoon direct tegen dat andere. Like eine Geschichte tegen de andere. Dus dat doen zich contradicten. Wat meint dat hier dan, wanneer het zegt, Leib verdraagt alles, zij glijft alles. Nu zal we dat rein, alle glijven, al die stories wat er floten doen. Ik verstoel zo. Dit meint hier, Leib, zij glijft alles. Wat? Wat er wahr ist, wat er Wahrheit ist. Nicht alles, was er vertalt wird. Aber der Leib gleicht alles, was er wahr ist. Wir tun das immer wahr im Wort Gottes bechecken. Ist das Wahrheit, was er gepredigt wird, was er gesagt wird? Stimmt das mit dem Wort Gottes? Ist das Wahrheit? Ist das wirklich Wahrheit? Oder wenn wir seine, wo Dinge passieren,
En somebody sagt über dat gleich so, weil an sie EU seine dort über das passiert. Sie dann dürfen wir nicht glauben, was uns sagt, das ist nicht so, wenn wir an sie EU seine dort, ne? So wir glauben, was wahr ist und wir glauben nicht irgendwelche Stories. Wir brauchen uns nicht mit alles schwer merken, was an dieser Welt alles verteilt wird. Wir brauchen bis zum Wort Gottes gehen und checken, was da sein wird. Durch Schrifteranzug von der Endtimes, von der Tide, von dieser Welt und so weiter. Und dann wird passieren, weil wir nun Wort Gottes gehen, checken, was da bijna sein wird en leven dat uit naar ons verständnis nu. En vragen Gott om wijsheid dat te verstaan. Leib heeft geen een. Die goed prophetisch te reden wordt abheren, dat reden in Tungen wordt abheren, en besondere erkenntnis kriegen wordt abheren. Hier sagt dort, Leib heeft geen een. Maar dat zegt hier, dat goede worden abheren. En dan gaat me zo, wat meint dat? Wel, een dag van deze Welt vergeht, dan wordt het verzeker abheren. En over wat wordt er alle stil worden in deze Welt, de tijd wat we hier nog leven doen. Wordt op eenmaal sommige dingen ontvangen stiller te worden, prophetisch te reden. Hier redet van een tongue, reden wordt abheren, besondere erkenntnis kriegen wordt abheren. Wie weet een dag wordt het abheren. En God weet waar hij dat vieren wordt. Ons weten als sterkerwijs en ons prophetisch reden als sterkerwijs. Paulus zijn begoefde prediger, missionsprediger als hij weer, en wat veel brieven geschreven heeft, hij zegt op eenmaal ook nog, dat ons weten als sterkerwijs en ons prophetisch reden als sterkerwijs. Hij kan niet alles erkennen en alles weten wat God en hoe God dingen krijgt alle wil doen. Wie weet gleich alles von unserer Future? Wie weet von der noch gleich, wo der Himmel wird sein? Wie weet von der noch nicht mal, wo Gott wird mir und die hier diese Welt reinnehmen? Das weet wir auch noch nicht mal. Das sind Gott seine Hände. Wie weet das nicht? Wird er uns einzeln hier reinnehmen in diese Welt? Oder wo wir alle zugleich hier rausgehen, wenn Jesus wiederkommt? Was wird gleich passieren? Wie weet nicht? Wie weet bloß nicht gleich, wo das passieren wird? Manchmal jetzt so, wenn ich allemaal een beetje meer weten kan davon. Maar Paulus sagt hier, ons weten als sterkerwijs. Wir sind in dieser Welt, wir weten noch nicht alles. Aber er sagt, wenn über dort kommen wird, was vollkommen ist, dann ist dort nicht mehr sterkerwijs. Und er sagt hier, wenn dort wird kommen, was vollkommen ist. Na, was ist vollkommen? Wer ist vollkommen? Gott ist vollkommen. Gott weiß. Und er sagt, wenn dort kommen wird, wenn Gott sein Recht kommen wird, dort ist vollkommen, dann wird uns alles klar sein. Dann wird wir dort sein. Dann wird uns das klar sein. Paulus sagt, dann wird es nicht mehr bloß so stärker wie sein. So wie ich habe Dinge erkennen und erstens die deutlichen an, dass ich habe uns noch für sich deutlich zu merken, aber wie weiter bloß nicht. Noch er sagt, das wird noch mal, wir wollen noch mal krank weiter über Dinge sein, wenn das vollkommen ist kommen wird. Ich wird hier sein. Als ik een kind ben, dan red ik als een kind, en dacht als een kind, en overleed als een kind. Als ik over een maand word, leed ik af wat kingerig wird. Hier dat Paulus dat vergelijking gebruiken. Ons leven hier in deze wereld is in een way als kleine kinderen. Die erkennen niet alles, die weten niet alles, die weten lang niet zoveel als wie ouderen doen. En een kleine kind in de uur, mommy en daddy, they know everything. Dus daar die vrouw, en ik weet wat niet weet, dan kan hij me dat zeggen. En ze staat dat hij dat vergelijken moet en de tijd wat we nu leven. Hij zegt, als hij een kind weer leeft, hij is een kind, wie is een kind. Maar als hij oppassen deed, dan weer is een man. Dan änderde de dingen zich. En zo wordt het ook zijn. We leven nu nog een beetje, we leven nog in de tijd waar we als kinderen zijn, waar we ons niet alles duidelijk is, we kunnen niet alles ganz klar verstaan. Aber wie weten dat we worden nog volkomen worden, we worden nog oppassen, wenn Gott ons wordt in huis holen. Er is een tijd waar we worden uitgewassene mannen en vrouwen zijn. Waarschijnlijk. Dan wordt dat voorbij zijn, wat ons alle niet klaar was. Een dag wordt ons dat klaar worden. En we kijken verder naar dat. Nu is dat zoals wanneer we in een Muschelspiel kijken en niet klaar zijn kunnen. De tijd komt, waar we klaar zijn worden. Nog verstoor ik maar sterker wies, maar dan wordt
mir alles klar war. So klar als Gott mir nu ook kennen deed. Hij deed het helemaal met een speel vergelijken, met een ja speel. En de tijd wat we nu leven doen, en een dag wordt ons dat over klaar zijn, waar we klaar zijn niet kunnen. We kunnen onze uren dort nog niet klaar zijn, maar we kunnen vielleicht sagen, am Geist, en dan Gott zijn woord, ons dat besser opduiken. Op ons verstand komen zullen ze veel begrijpen daarvan. En dat is een beetje een ja speel. Op een dag wordt ons dat alle klaar zijn, want we worden voor God staan. Maar wanneer ik check dan het laatste part van de 12e vers, dan zegt Paulus, maar dan wordt mij alles klaar worden. Hij zegt, mij wordt nog maar alles klaar worden. Dan zegt hij, zo klaar als God mij nu al kennen deed. Hier zei ik een zeer diepe toevertrouwen in de grote liefde wat Paul te God had, te Jezus had. Want hij dat zeggen kon, dat antwoord het nog mal zo klaar wordt, dat wordt nog mal alle ganz klaar zijn, en dan dat hij dat bezaaien zo klaar als God mij nu al kennen deed. Hij erkent dat, Paulus erkent dat God kent ons. Nou, wie würde ook gleich sagen, nou, God weet alles, hij kent mij, hij weet waar alles staat. Maar hier zei ik, dat Paulus had een diepe toevertrouwen te God, de vaste grond van zijn geloof. Zo zeker als hij zich peilt aan Jezus Christus, zo zeker als Paulus zich weer dat er een hemel weer, en zo zeker als hij zich weer dat God aan wordt naar hemel holt, dat hij wanneer hij in het leven derg weer, hij dan bij Jezus weer, dort weer aan klaar genoeg. Dat beeld, zo zeker als hij in Jezus stond, dat weer aan klaar genoeg. Zo klaar wordt hij nog moet zijn wat de waarheid weer, wer God weer en zo wieder. Zo'n diepe toevertrouwen, zo'n lief als hij had te God. En dat kan hij zeggen, zo klaar als God mij nu al kennen deed. En hij wist dan, dat God, die wist dat Paul wil aan deine en deed aan deine. Hij heeft zich aan, Jezus nu te volgen voor hem te leven. Er is een sterke verbinding tussen Paulus en Jezus. En zo kan het vandaag met mij en die ook zijn. We kunnen een klare, sterke gemeenschap haben mit Jesus Christus. Und dort ist ob wir uns Glauben beidoen. De 13e vers waar ik nog erbij doen, die zegt, nu blijven ons Glauben, Hoffnung en Leib, diese drei über das grootste van deze is de Leib. Dat brengt Paulus nog eenmaal uit. Dat voor ons nog even blijven dat, Glauben en Hoffnung. En daar hoort hij zeer vast in Jezus Christus. Dat voor ons in deze wereld even blijven dat. En dat is alles wat we brücken doen. Dat is alles wat ons fehlt, wanneer we die Hoffnung, die Glauben, die Hoffnung haben, nach der Leib. Dan zegt hij deze drie. Aber das grootste van deze is die Leib. So wat fehlt ons vandaag? Paulus wil zich zo zeker en zo geloten. En hij vertrouwt dat ganz vals, ohne Twijfel. Dat wanneer hij nog met Jezus zijn, nog mal de waarheid wordt, den Himmel wird zijn, al dat wat hem hier im Leben manchmal ein bisschen mürgerig schienen deed im Spiel, wenn hij dat ganz klar zijn wird, hij wird dat ganz klar zijn, want dat wird so klar zijn als wat zijn Glauben an Jesus Christus weer. Dan wird alles ganz klar sein. Wenn dort twijfelt hij niet aan, en du en ik brauchen ook niet. Christ den Herrn. Weil wir den Glauben, weil wir die Hoffnung und an den Leib, weil wir die Leute ans Leben schaffen, weil wir die Leute tüß sein, weil wir die tüß sein, weil wir uns, wenn wir sein, dass wir im Glauben schwach sind, weil wir damit schaffen. Wenn Jesus hat dort für uns gemerkt, dass wir können im Glauben feststehen, dass wir keine feste Hoffnung haben in Jesus Christus. Das ist alles da. Und Paulus hat das. Wir können das auch haben. Wir dürfen das auch haben. Und was het hier zijn dat nog van deze Glauben en Hoffnung, dat is something wat ons durch dit leven durchführen dat. Dat fehlt ons in dit leven.
dat wordt ons durch het leven brengen, die geloven en hopen in Jesus Christus. Aber der Leib, der wordt niet meer vergaan. En voor achter vers las ik eerst, Leib heeft geen eind. Der Leib Gottes heeft geen eind. So der wordt met een eeuwigheid met ons gaan. Nu in dit leven fehlt ons geloven en hoopning. En der Leib Christi, der wordt ons durchdrogen bij een eeuwigheid. Nee, dat hielt niet op. Dat is, der Leib is zo wondervol. Die Liebe Christi, wohl so schön. Noch einmal würde ich gleich zu drehen, nur die Versen in 1. Mose, was ich erst schon abbringen darf, da würde ich gleich noch zu lesen, was Josef da sagen dat. In 1. Mose 50, Vers, okay, ich will bis gleich den 20. Vers lesen, noch einmal hier. Die mögen einen weisen Plan gegen mich, aber Gott hat einen guten Plan von mir. Dat velen zullen om leven gehouden zoals dat vandaag is. Hij had het ganz klar. Jozef twijfelt niet. Zijn broeder hadden wat slechter geplant aan, maar God plan wat goud. Heb je den toe vertrouwen vandaag? Wanneer dingen rammen ons slag veilen, dan zo veel dat die eierachtigheid, dat die wereld deze dingen wel even nemen. Tja, heb je dat toe vertrouwen? Dat God heeft voorbij een goede plan voor zijn kinderen en voor mensen wat nog niet gaan, dat ze zullen kunnen leren. Dat ze zullen nog omkomen. En de tijd wat we leven, in de omstandigheden waar we zijn, Jezus roept naar hem. Zijn geest schaft naar hem. Zijn stem is er nog en redt te ons, wat we aan hem geloven, aan hem aangenomen hebben, en te die wat we nog niet aangenomen hebben. Hij redt nog, is levendig. Hij schaft van daar nog. En wat zegt de Bijbel? 1. Timotheus 2. Ich würde dort gleich in some Vers zu lesen. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4. sagt es das. Erstens rode ich junt nu, dat die dringend beten. Bet ook voor anderen en dank voor alle mensen. Als dat een denk wat er bis vanzelfs komen dat. Hij zegt dat die dringend beten. En dan zegt hij ook, bet ook voor anderen en dank voor alle mensen. Vielleicht zo dat ik kan God danken en beten voor alle mensen. Er zijn er mensen wat ik really hate do. Ik hasse do. Ik zei dat en hier daarvan, die hebben bij zijn plan, die doen slechtet. Hasse ik die aan? Doe ik die hate? Hasse ik die? Bet ik voor die? Dat zeg ik voor de Chinese en al die hoog ongesteld zijn. Dat we in Gottes Furcht en Oprechtigkeit ruhig leben können. Für die Chinese, für die Ongesteld. En wanneer we zijn het doen, het is onze wereld eerst met de media en zo wieder, dat zo leeg alle nieuwigheden, of veel nieuwigheden, ik claim niet alle, maar veel nieuwigheden hier doen. En die een beetje automatisch meest krijgen, een beetje zijde nemen doen, bis van wat we hier doen en zo wieder. Doen we voor allen beden, doen we voor al die ongestelde beden, en don't wonen zijde en wat van een partij door zijn en zo wieder. Zou we kunstvrij, zou we non-resistant? Zou we op eenmaal ook zo dat ik kan bloos voor een meer voor den anderen beden met dem wat ik daar met staan doe. Wel, we als christen, ik geloof we zullen hebben een oorzaak dat we voorzichtig zijn wanneer het met de regering komt dat we oppassen doen wegen zijde nemen en zo wieder. Dat we ons geloven uitleven doen en God dingen anvertrouwen doen en wel onjadoen zijn de oprechtheid zo wie het als God van ons verlangen dat. Maar hier zegt dat we in oprechtigheid ruhig leven kunnen. En dat is veel weer. Ons is dat, wanneer we erover denken, hoeveel weer is mij dat ik al kunt zoveel jaren ruhig mijn geloof leven. Maar dat zegt niet dat het eenmaal zo blijven wordt. In vele landen is het zeer zwaar geweest. En er zijn landen van deze dag nog, waar dat communisme, waar dat zeer zwaar is om Christ te zijn en Christ te blijven. Dat zeer verzacht wordt. Ik geloof,
waar we dan denken, God is almachtig en hij deed. Mensen worden nur zien aanvrouwen en helpt de jaft hij dort. De derde vers, dat is goed en is God onze heiland ongeneem. Dat we hebben wel dat alle mensen zullen geraad worden en de waarheid kennen leren. God wil haar dat we beter doen voor de government, dat we beter doen en dat we kennen en oprecht ruïe leven vieren in deze wereld. Dat zit ze heeft God een wildevolle aan, maar hij wil ook haar dat we dan ook vrouwen doen. We hebben hem danken voor die tijden waar hij ons al gegeven heeft en wel we hem wieder vrouwen als hij ons dat nog wieder geven wil. We hebben dankbaar zijn. Wees dat zegt dat als God en als God ons een heiland ongeneem. Want wie als zijn Kinder, dat erkennen, dat het als een geschenk van ons. Want we kunnen ruhig ons Glauben leven. Dat is niet selbstverständlich. Dat is een geschenk van God. Wat wondervol. En waar we hem danken dafür. En dan dat ook immer waren onbevelen dat hij wordt leiden in 4. En dan de laatste part van de 4e vers. Dat kan een ganze vers nemen. Dat we hebben wel dat alle mensen zullen geraad worden en de waarheid kennen leren. Wat meint dat? De waarheid, wat waarheid is in deze wereld en wat alle niet waarheid is? Wel, dat redt van de waarheid Gottes. Dat de woorden dat de Bijbel kennen leren. De waarheid Gottes kennen leren in ihre hart. Dat is God zijn waarde. Dat is immer wat God wil. Dat is zijn zin. Dat mensen zullen omkomen en dan kennen leren. Waarschijnlijk. Jozef zei zu seinen Brüdern, wie meinte das Schlag? Gott meinte Gott. Laten we eens toch beten. Himmlischer Schafora, wir danken dir für die Wort, für die Wahrheit. Wir danken dir, Jesus, dafür, dass wir die Wahrheit erkennen können in die Wort, dass wir das weiter dort auf zu vertrauen ist. Und die Erfahrungen, was du uns Menschen lässt machen in uns Leben, met die ging even, dat we dat ervaren kunnen, dat ons leven ja God is, dat ons hart dat begrijpen kan, voeten kan, en we nu die komen die aannemen dan. En haar, ik vrouw bless, wirst du wieder, in de tijd waar we leven, wirst du harten, nur dat trekken naar die. Wat in die wat er zijn, van die weg gegaan, wat er bekende Christen te zijn, dat we de terugkomen naar die terugdenken. Mensen wat die nog niet kennen, dat die worden die kennen leren. Haar du meinst dat voor goud, ten dien rijk, buien en de tijd wat we leven doen. Help ons dat we dat we vast vertrouwen en helemaal waren opchecken naar die. We danken die voor dat we haar kunt al zoveel jaren ruhig ons Glauben leven, hier in dit land, in mijn Länder jet tot. Vrouw die beschouwt God, wist u ons wieder, die Gelegenheit geven, ons zijn, maar dat nur dien wil gevallen. En help ons dankbaar te zijn, zoals die woord ons leren dat we zullen alle leeuwen dankbaar zijn. We danken die helemaal voor deze dag en ik vrouw bes, iedereen einem van ons, wat er met horchen deed, met beden deed, we ons alle tot zijn en ten zijn zaten. En mocht die vrede met ons komen van hier durch de ganze dag en wieder in onze toekomst. Mocht God zijn rijker zijn met jedem einem van ons zijn. In Jesus Christus zijn naam. Amen. Gott gib mir deinen Geist zum Beten und erlass. Gib Trost im Glauben hinzutreten, wenn ich dein Wort mit Freuden fass. Und auch im Glauben hinzuknien, wenn ich in Furcht und Jammer bin. Im Schrecken über meine Sünde sei dies mein Ruf, erbarme dich. So oft ich
dies mein treuster stärke mich. Sink ich, so werde dies mein Fleh. Herr, hilf, sonst muss ich untergehen. Für Seil und Leib ein Wohlergehen, so treib es mich zum Dank dafür.